Hi Leute, willkommen zu Drang gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Heute geht er mal weiter mit dem zweiten Teil vom Rasiermesser. Heute werden wir das nochmal wieder auseinanderlegen oder zerlegen und dann fangen wir an, das Ganze noch ein bisschen zu schleifen, ein bisschen zu entgraten, ein bisschen die Kanten brechen, dann pinseln wir das. Vielleicht mache ich auch noch so vielleicht ein paar Abgüsse drauf. Mal gucken, da weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich auch ein paar Versionen davon. Mal in Holzoptik und vielleicht ein bisschen was anderes und dann gucken wir mal. Bisher scheint es ja den einen oder anderen zu interessieren. Dann hoffe ich mal, das Ganze gefällt euch wieder. Bleibt dran. Wir sehen uns. So. Das klappt ganz gut. Die Schrauben sind ein bisschen lang, vielleicht noch ein bisschen kürzer, aber ich muss noch gucken, weil ich ja noch Unterlegscheiben dafür benutzen will. So, gucken wir uns das ganze Elend jetzt mal an. Das Glätten und die Kanten brechen, das mache ich jetzt mit dem Lötkolben. Da gehe ich jetzt so ganz fein so über die Kanten drüber. Aber mit dem Heißluftföhn, dann wird wieder der Heißkleber dann wieder ein bisschen flüssig und dann kann es schon mal passieren, dass das dann hier mit den Fliegengittern nicht mehr so ganz gut aussieht. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. So ein bisschen glätten, da gehe ich dann immer gerne hier so mit dem hinteren Teil drüber. Das ist dann auch nicht schlecht. Oder wie gesagt, kann man natürlich auch mit dem Dings machen. Sag schnell, mit dem Heißluftföhn. Aber Heißluftföhn ist eigentlich für größere Flächen gut. Für so kleinere reicht doch der Lötkolben. So, dann haben wir das Ganze jetzt hier soweit geglättet. Das brauchen wir alles nicht mehr. Nehmen wir uns noch einen Unterlager, den Lötkolben. Ups, steckt schon aus. So, auf Seite. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze am besten aufhängen. Nehmen wir uns mal hier einen Kordel. Was man natürlich auch machen könnte, wir dann hier so durch das Loch durch, aber beim Loch müsst ihr dann natürlich immer dann nachher aufpassen, wenn er pinselt. Ups, damit er das nicht zumacht nachher. Ne? Das ist dann nachher dann nicht ganz so toll. Ich habe schon überlegt, ob da nicht so eine Stange oder so was durchmachen könnt oder eine Schraube vielleicht so. Könnte man ja theoretisch, ich sage jetzt mal so, machen wir einfach hier die Plastikdings durch. Dann kann man das Ganze nämlich auf der Seite eigentlich ganz gut aufhängen. Ne? Kann man das auch noch so ein bisschen auseinander machen, das ist dann vielleicht auch ein bisschen angenehmer zum Pinseln. Nur gucken, dass er dann quasi nicht die Schraube mit einpinselt, wie im Gewinde. Ne? So, könnte man dann nämlich so auch schön aufhängen, dann so bis hier ungefähr mal pinseln und dann die andere Seite. Das sollte eigentlich auch ganz gut gehen, denke ich mal. So. Dafür nehmen wir dann einfach wieder das ganz normale schwarze Flexi Paint. Ja? Natürlich die Lab-Version. Nicht die andere, die das Kälteproblem hat. Oh, ich glaube, da war noch ein bisschen viel Wasser am Pinsel, Leute. Das könnte ein bisschen blubbeln hier. Das ist jetzt nicht das, was ich gerade wollte, aber naja, gut, muss man ein bisschen verteilen, dann müsste das eigentlich auch gut gehen. Und die ersten Schichten, die erste muss ja auch nicht, oder die ersten 2, 3, die müssen auch nicht unbedingt total deckend sein. Das Problem ist sowieso, durch das Fliegengitter deckt das erstmal nicht so ganz. Also da nicht wundern. Und beim Fliegengitter generell, damit er dann die Struktur davon wegkriegt, müsst ihr sowieso ein paar Schichten mehr drauf machen. Also nicht wundern. Jetzt muss ich gucken. Jetzt habe ich mal wieder den Pinsel vergessen. Habe alles mitgenommen, aber der Pinsel natürlich mal wieder nicht.
Jetzt müsst ihr aufpassen, ich hatte hier beim Pinsel, hatte ich hier die Schraube reingetan. Jetzt hatte ich aber bei den Löchern hier ein bisschen viel Farbe drauf gemacht und hat die dann irgendwie nicht so richtig gut trocknen lassen. Und habe dann hier die Farbe an den Gewinde dran gehabt. Also die Schraube kann ich jetzt quasi schon mal wieder nicht mehr benutzen so richtig. Also ein bisschen geht es noch, aber ich muss ehrlich sein, ich bin jetzt hingegangen. Also die Mutter, die geht echt schwer jetzt runter und auch drauf. Hab schon ein bisschen rumgepult, aber so richtig raus kriegt man das Flexiband so aus dem Gewinde nicht. Vielleicht irgendwie mit der Drahtbürste oder sowas. Aber naja, gut. Also passt ein bisschen auf. Am besten macht er eine Schlaufe und wird das dann entweder, ich sag jetzt mal, hier so einhängen. Oder halt hier unten so. Ja, und da das halt so aufhängt. Na, das geht eigentlich ganz gut. Ich muss mal gucken, ich habe hier noch ein bisschen gefisselt, sonst soll ich das nachher alles am Flexiband hängen. Da müsst ihr dann immer ein bisschen aufpassen. So, wie gesagt, jetzt habe ich natürlich den Pinsel vergessen. Und wo ihr auch aufpassen müsst, bei dem Zusammen, ne, das kann dann, das hält dann nicht so gut dann. Beziehungsweise müsst ihr aufpassen, wenn die dann zusammenkommen, dass ihr die wieder auseinander kriegt. Das ist dann nicht so toll. Jetzt habe ich ein bisschen improvisiert. Ich habe mir jetzt hier von dem Dings, mal sag ich, vom Pinsel, einfach den Stiel genommen. Werde das jetzt hier mit auftragen. Das müsste eigentlich auch ganz gut gehen. Wichtig ist eigentlich nur, dass es eine glatte Oberfläche hat. Der Rest ist eigentlich relativ uninteressant. Ja. Zum Saubermachen weiß ich nicht, ob das gut geht. Also bei Metall geht's gut. Bei Holz, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das gut geht. Das dann, wenn er trocken ist, dann darunter zu machen. Aber zum Improvisieren jetzt gerade soll das reichen. Mache jetzt einfach das Teil hier. Mal gucken, dann mache ich wahrscheinlich nur eine Holzmaserung. Obwohl ich muss mal gucken, ich habe ein paar Abgüsse gemacht. Ich weiß aber noch nicht, ob die trocken genug sind. Da müssen wir mal gucken, ob das klappt. Auch von der Größe. Ein paar von denen, die sind relativ groß. Da muss ich jetzt gucken, was ich da jetzt genau mache. So. Da mache ich einfach wieder so ganz normal eine Holzmaserung, eine grobe. Ne? Den hängen wir jetzt erstmal auf Seite. Yes. Oder auch nicht. Aber ich will das nicht. Ich glaube, die Stange wollen wir mal ein bisschen tiefer machen. So, wieder der Färb am Arm. Aber irgendwas ist hier. So, jetzt müssen wir mal gucken. Und zwar, hier sieht man jetzt noch ein bisschen vom Fliegengitter. Also wenn ihr das noch so habt, da könnt ihr dann noch ein paar Schichten drüber. Das ist immer beim Fliegengitter, müsst ihr halt immer ein paar Schichten mehr drüber machen. Aber es ist schön stabil geworden. Ne? Ich habe jetzt hier in die Löcher habe ich nicht so viel rein, weil ja nachher dann die Schraube noch durch muss. Dann gucken wir mal, ob wir dann hier von den Abgüssen irgendwas gebrauchen können. Weiß nicht, ich habe hier so ein paar Dinger, das hatte ich mir glaube ich mal bei Amazon bestellt, das Zeug. Mal gucken, ob da schon was von trocken ist. Das sind hier so komische Barock-Dinger hier, so Ornamente. Gucken, ob da was bei ist, was halbwegs nach was aussieht. Ich glaube hier den Schmetterling. Mal jetzt gucken, wie ich das am besten drauf mache. Weiß man nicht. Vielleicht mache ich auch auf das Holz noch ein bisschen was drauf. Na, hier ist noch nicht ganz trocken, das seht ihr hier. Ist aber dann nicht schlimm, lasst ein bisschen trocknen. Dann macht er nochmal dann ein Flexiband rein, das verbindet sich dann und dann könnt ihr dann nachher alles komplett dann rausziehen und dann ist das wieder sauber von der Form. Ja, hier dasselbe Spiel, hier ist er nicht ganz trocken. Also die können wir schon mal nicht benutzen, die zwei hier. Das ist immer, bei den Formen ist das immer ein bisschen schwierig. So, mal gucken, was nehmen wir denn da Hübsches? Wir könnten natürlich mal gucken auf die Länge. Ja. Wie lang ist das ungefähr? Haut das hin? Ja. Nehmen wir einfach mal eine Schere. Schneiden das Ganze hier mal ein
bisschen ab. Mal gucken, hoffentlich ist es lang genug. Machen das hier so halbwegs mittig drauf. So, können wir vielleicht den anderen noch so ein bisschen mal auch noch drauf. Das sieht noch so ein bisschen leer aus, das Ganze. Schneiden wir mal ein bisschen was ab, damit es nicht so breit wird. Jo, sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt komplett in Metalloptik mache. Können wir ja mal gucken, wie das aussieht. Da brauche ich irgendwie wieder was als Unterlage. Das kann ich nicht nehmen. Ja, da müssen wir mal wieder die Pappe hochholen. So. Seite. Hier mal ein bisschen Silber, das war schon ein bisschen viel, ein bisschen Gold, machen wir das Ganze ein bisschen prolliger, mal gucken wie es danach aussieht. Da brauchen wir ein paar kleinere Schwämmchen für. So, dann haben wir hier schon mal die Rasierklinge davon. Dann haben wir noch ein bisschen Gold. Wir könnten das Ganze natürlich auch komplett in Metall machen, aber ich will das jetzt ein bisschen, dass das sich ein bisschen abhebt. Dann sieht man nämlich die Muster schöner. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Wie gesagt, kann man da natürlich auch ganz schlicht machen, ohne was dran. Ne? Aber mit so ein bisschen Schnickschnack dran sieht das ja auch hübsch aus. Ne? So sieht das jetzt aus. Das Ganze lassen wir jetzt auch ein bisschen trocknen. Ja. Das weiß ich nicht, ich bin noch am Überlegen. Wir haben ja hier noch ein bisschen was an Abgüssen übrig. Prinzipiell, weiß nicht. Könnte man natürlich an dem Holzgriff auch noch was machen. Aber ja, nee, das ist zu viel. So. Das Ganze müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen lassen. Bis dann, dass wir mit dem Braun anfangen können. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das mit den Schrauben machen. Da bin ich auch noch am Überlegen. Wir probieren das jetzt einfach mal ein bisschen was herum. Ich nehme da jetzt einfach mal hier so einen schwarzen Edding mal für. Ob das nachher aussieht oder wenigstens etwas. Müssen wir mal gucken. Na super, nicht. Dings komme ich natürlich wieder nicht rein. Das war ja irgendwie wieder klar. Naja, auf jeden Fall klappt es halbwegs. So. Das Ganze machen wir einfach so ein bisschen schwarz und dann mal gucken, wie wir das Ganze dann besser hinkriegen. Einfacher wird natürlich, wenn ich Dreckmetall nehmen würde. Ich glaube, die tun auch direkt mal hier so draufschrauben, dann kann man das nämlich besser pinseln, Leute. Das klappt bestimmt dann deutlich besser, wenn wir das hier so drauf haben.
Für die Stabilität war natürlich später besser, wenn man dann keine Kunststoffschraubemutter nimmt, sondern Metall, aber mal gucken. So, da wir ja noch ein bisschen von dem Silber hier haben, ist wahrscheinlich ein bisschen früh da was drauf zu machen, aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ja. Und schon haben wir eine Metallmutter und eine Metallschraube, auf jeden Fall zum Teil. Was man natürlich auch noch machen könnte, wäre hier das Gewinde, aber ob das funktioniert, weiß ich nicht. Wir probieren das einfach mal aus. Im schlimmsten Fall sieht es dann, dass ich nachher dann auch das irgendwie wieder nicht mit der Mutter, obwohl das ist ja nicht im Gewinde, das ist ja quasi nur so auf dem Gewinde oben drauf. Das dürfte dann, glaube ich, mal kein Problem so groß sein. Das ist halt, ich will, dass das nicht ganz so künstlich aussieht. Ob das dann natürlich nachher funktioniert, ist eine andere Sache. Kann natürlich sein, dass man später dann nochmal irgendwie drüber gehen muss, aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Wie gesagt, ich denke mal, eine Metallschraube wäre natürlich besser. Das ist auch einfacher darzustellen, indem man sie richtig nimmt und ist wahrscheinlich auch, dass es nicht so schnell brechen kann, aber so prinzipiell denke ich mal, ist das schon mal okay. Sieht auf jeden Fall nicht mehr ganz so schlimm aus wie vorher. Ich kann ja mal eine, wie sie vorher ausgesehen hat. So. Ja, also ich denke mal so im Vergleich, hier so Köpfe und so nimmt. Ja. Kann natürlich sein, dass das sich dann runterrubbelt mit der Zeit, aber so im Großen und Ganzen ist schon mal, denke ich, ganz okay. Hier das Weiße, das kann man ja dann nachher, ich muss ja sowieso das Ganze dann später noch so ein bisschen, oh, die Farbe kriegst du dann direkt hier schon. Naja, mal gucken, bin mal gespannt, ob das klappt. So, ja, wie gesagt, jetzt lassen wir erstmal das Holz noch ein bisschen trocknen und dann fangen wir an mit der Holzfarbe. Und der Rest sieht ja schon mal ja nicht so schlecht aus. Also eigentlich bin ich schon recht zufrieden. Mit der Mutter, da kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen was abtarnen. Auf die Unterlegscheiben, da verzichte ich jetzt erstmal. So rein für die Optik schon her. Mal gucken, ob das dann noch was bringt. Weiß es noch nicht. Müssen wir dann halt mal testen. So. Das Ding brauchen wir erstmal nicht mehr. Tun wir mal hier so hin. Aber auf jeden Fall, ja doch. Also mit dem Edding und dann mit der Acrylfarbe drauf. Das sieht eigentlich ja nicht mal so schlecht aus. Also kann man als Metall, ja doch, kann man durchgehen lassen. Bin echt überrascht. So, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal noch was trocknen. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Das sieht schon mal gut aus. Das lassen wir so. Da kommt dann der Klarlack drauf. Und das hier das machen wir jetzt in Holzoptik. Gucken, was wir da am besten machen. Schauen, dass wir es relativ dünn drauf machen. Die Schraube mal hier so auf Seite. Ich gucke mal, dass ich das relativ dünn mache, damit das relativ schnell trocknet. Also, schon auf jeden Fall. Ja, dann lassen wir das jetzt auch erstmal wieder noch ein bisschen trocknen. Das werde ich aber, denke ich, einfach das Band, wo nichts groß fest drauf rumklebt, lege ich jetzt einfach hier so drauf. Da kann nicht so schnell was passieren. Das Teil lassen wir noch ein bisschen auch noch trocknen, obwohl das soll schon trocken sein. Und dann können wir eigentlich anfangen, bei den Sachen eine Klarlack drauf zu machen. Dann würde ich sagen, dann werden wir das Ganze jetzt mal topcoaten.
Denkt dran, passt auf, dass das nicht so dick drauf macht. Sonst gibt das Nasen, wenn es dann hier so runter tropft und das aufhängt. Und immer gucken, wenn ihr hier so Löcher habt, dass ihr da immer noch so ein paar Mal durchpustet, damit sich das Loch nicht zusetzt. Ja? So. Nummer 1. Jetzt habe ich die Stange mal ein bisschen tiefer gehangen. So, jetzt kommen wir auch gut dran. Bei dem hier, machen wir da oder da? Ach, ja, wir fangen jetzt hier an. Wie gesagt, wie ihr das dann gestaltet, könnt ihr ja dann selber gucken. Ja, dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich die Sachen komplett getopcoatet habe. Klar, da kann man jetzt drauf. Jetzt gucken wir uns das ganze Elend mal an. Bin mal gespannt. Hoffentlich funktioniert das alles so, wie ich mir das vorstelle. Aber wird schon hinhauen. Ah, hier hatte ich noch ein bisschen zu dick. Hier seht ihr. So was passiert dann, wenn er dann zu dick drauf macht und sich ein Tropfen. Wenn er das früh genug noch ein bisschen wegmacht, dann geht das meistens weg. Aber dann müsst ihr halt immer gucken, dass er das auch früh genug bemerkt. So, jetzt mal uns gucken. Ich glaube so rum, ne? Ja, ich hoffe, geht ein bisschen stramm rein, aber das ist halt durch die Farbe jetzt. So, jetzt müssen wir das nur noch durch die ganzen Löcher hier irgendwie durchkriegen. Versuchen das einfach mal mit Schrauben, indem wir das Ganze hier so ein bisschen durchdrehen, aber das klappt. Geht ganz gut. Oh Leute, mir ist gerade was aufgefahren, weil ich beim Bauen so ja nicht so bedacht habe. Das wird ja hier durch die Verzierung noch ein bisschen breiter, ne? Das habe ich ja nicht so gedacht bei der Bauerei. So, ich brauche noch einen Schraubenzieher irgendwie. Nehmen wir den hier. Dann geht das nämlich ein bisschen einfacher vielleicht. Na, auch nicht wirklich, weil der zu dünn ist. Aber also ja, wir stecken jetzt einfach mal so durch. Ja, dann brauche ich das Ganze ja nicht hier zu kürzen. Dann haut das von der Länge nämlich hin. Ja, seht ihr Leute, das hatte ich nämlich hier ja nicht bedacht, dass das quasi hier durch die Verzierungen ja noch ein bisschen breiter wird. Seht ihr, so muss man dann auch immer so berücksichtigen. Also klappen tut es ja, ne? Sieht man, funktioniert gut. Ist auch nicht, dass das so, ne? Dass das so sehr auseinander geht. Also klappen tut das eigentlich ganz gut. Und von der Länge her, no, ist nicht schlecht. Ich hatte ja angenommen, dass ich hier von der Schraube noch ein bisschen was kürzen müsste, aber nö. Machen wir das Ganze hier noch so ein bisschen schwarz drauf. Ja, dann können wir theoretisch noch ein bisschen mit Silber drüber gehen. Ah, heute ist wieder Sauchtag bei meinen Nachbarn über mir. Weiß nicht, ob man es hört, aber naja, gut. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich begeistert. Hat echt gut geklappt. Wie gesagt, hier an der Stelle muss man ein bisschen trocknen. Sieht nicht ganz so schön aus, aber hey, irgendwann ist ja immer.
kann man natürlich dann auch hier so auf der Seite so, ich sag mal bis hier, dass man das irgendwie zumacht. Ich habe das halt mit der Klinge hier so ein bisschen so jetzt gemacht. Kann man natürlich dann auch machen, dass du dann hier nochmal hier irgendwie eine 5-3er oder 6er Matte drüber macht. So bis hier irgendwie so, ne? Dass das hier unten zu ist. Aber ich finde das mit den offenen finde ich besser, weil dann kann man noch ein bisschen besser das Ding wieder auf und zu machen. Ja, sieht da ganz gut aus. Also ich muss sagen, gefällt mir. Ist nicht, dass es direkt aufgeht, ne? Aber ja, doch, gefällt mir. Funktioniert ganz gut. Gut, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie stabil so eine Kunststoffschraube ist, aber ich denke mal dadurch, dass das hier alles ziemlich gut eingepackt ist, sollte so schnell auch nichts. Und ich hatte mir erst überlegt, dass man hier noch so irgendwie eine Kappe oder irgend sowas drüber macht. Problem ist nur, sollte die Plastikschraube vielleicht mal brechen, kriegt er die Schraube dann nicht mehr raus. Deshalb denke ich mal, dass ich das so lassen werde. Und ich muss sagen, mit dem Kopf, kann ja sein, vielleicht gibt es ja auch noch mit Flachköpfen, also hier so ein bisschen, ne? Das sieht vielleicht auch gut aus, aber so im Großen und Ganzen, also ich glaube mal, dass die Schrauben hier, die stören nicht so sehr, oder? Böse nicht. Ja Leute, da würde ich sagen, Projekt Rasierklinge oder Rasiermesser funktioniert. Ja? Kann man sich dann her für den Barbier, der so vielleicht auch so ein bisschen Meuchelmörder-Tätigkeit nachgeht oder wer auch immer. Ich denke mal, das ist wieder ein bisschen was zum Spielen für den einen oder anderen. Ne? Ist ja nicht schlecht. Rasiermesser kann man ja immer gebrauchen. Ist jetzt nicht so auffällig, ne? Also als Waffe. Kann man ja mal ein Rasiermesser dabei haben. Ne? Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch gefallen. Viel Spaß, wenn ihr euch die Dinger nachbaut. Wie gesagt, gestaltungstechnisch oder wie auch immer, da könnt ihr ja gucken, wie ihr das dann macht. Ne? Gibt es immer noch Potenzial nach oben, kennt man ja. Aber so, ich denke mal, da werde ich noch ein paar von machen. Die gefallen mir ganz gut. Ich muss nur noch dann überlegen, hier mit dem, da jetzt ein bisschen, wie gesagt, ich habe es nicht so ganz. Theoretisch hätte ich die Schrauben vielleicht so noch ein paar Millimeter, 5 Millimeter länger. Ja, also es geht gut, dass man gerade kriegt, aber so ein bisschen. Aber das Klappen funktioniert gut, wie ihr seht. Ja. Durch das Fliegengitter ist das Ganze auch, ich sag jetzt mal, recht stabil geworden. Also nicht so richtig stabil, aber schon relativ formstabil. Also auf jeden Fall deutlich stabiler, als wenn er nur den Schaumstoff nimmt. Ja, dann wünsche ich euch noch schöne Ostertage. Dann sehen wir uns bei meinen nächsten Projekten. Wir sehen uns.